Wir haben viele Patienten, vor allem männliche Patienten auch, die uns aufsuchen mit dem Problem der periorbitalen Region, also alles, was um das Auge herum ist. Ich möchte jetzt zuerst mal etwas über das Oberlid berichten. Das Oberlid erschlafft mit der Zeit. Warum? Weil wir ständig einen Lidschlag haben, den wir auch unwillkürlich machen, um eben unser Auge ständig mit dem Tränenfilm zu befeuchten. Zusätzlich ist oben im Oberlid auch Fett, was die Haut nach vorne wölbt und dadurch mit der Zeit immer länger macht. Und mit dem Alter werden die Augenbrauen immer schwerer und die Stirn sackt herab, sodass es sogar so weit gehen kann, dass die Oberlider so schwer werden, dass es das Gesichtsfeld auch einschränkt. Für diese Patienten, egal ob das Gesichtsfeld eingeschränkt ist oder ob man nur abends müde ist oder einen müden Gesichtsausdruck hat, eignet sich sehr gut eine Oberlidplastik. Viele Männer kommen und lassen sich diesen Eingriff in örtlicher Betäubung durchführen. Das heißt, die Patienten kommen, sind nicht nüchtern, bekommen hier ein kleines Medikament, so eine LMA-Tablette, dass sie sehr entspannt sind. Dann wird dieser Bereich, wo wir die Oberhaut am Lid entfernen, wird örtlich betäubt. In circa einem Eingriff, der eine Stunde dauert, so 1 bis 1,5 Stunden mit allem, wird die Haut, der Muskel und auch ein bisschen Fett entfernt, um wieder eine schöne Oberlidfalte zu kreieren. Und danach wird ein Faden mit einem Faden die Wunde vernäht, den man nach 7 Tagen wieder ziehen kann. Wichtig ist, dass der Patient nach dem Eingriff wirklich gut kühlt und den Oberkörper zur Nacht hochlagert, damit nicht die Schwellung zu stark wird. Dieser Eingriff ist extrem dankbar, weil man keine Narbe sieht. Die Narbe liegt genau in der Schatten der Umschlagsfalte und ist somit für niemanden ersichtlich, außer man schließt die Augen. Allerdings fällt man bei dem Eingriff nicht schmerztechnisch und nicht körperlich aus, aber man fällt optisch aus. Mit Sonnenbrille kann man alles tun, aber optisch sieht man wirklich eine Woche wie nach einem Boxkampf aus und sollte sich definitiv keine gesellschaftlichen Verpflichtungen vornehmen. Man kann leichten Sport treiben, nichts mit Kopf über, aber optisch ist es eher grenzwertig. Manchmal schwellen auch die Unterlider an und man bekommt hier blaue Flecken und da muss man eine Woche einfach Augen zu und durch. Ein ganz häufiges Thema in unserer Praxisklinik bei Männern ist die Unterlidregion. Die Unterlidregion ist sehr speziell. Die Männer kommen und sagen zu mir, sie stören sich an ihren Augenringen, sie stören sich an den Augenschatten und dass sie so müde dadurch wirken. Das sei sehr dunkel und es sei so eingefallen oder teilweise auch geschwollen. Woher kommt das? Wir haben eine ganz spezielle Anatomie am Unterlid, die wir uns mal zu Augen führen müssen. Wenn das der Augapfel ist, das ist die Iris und das ist die Pupille, haben wir hier das Unterlid und hier das Oberlid mit den Wimpern. Am Unterlid haben wir nämlich nur Haut. Unter der Haut kommt ein Muskel, der Musculus periorbicularis oculi, der kreisrunde Augenmuskel und unter diesem Muskel kommt ein Septum. Das zum Beispiel ist schon der Grund, weil das hier so dünn ist, wieso manche Männer und Frauen auch hier ein braunes Durchschimmern durch die Haut haben. Das ist nur der Muskel, der da durchschimmert. Dann geht es weiter. Diese ganzen Strukturen sind dann hier am Jochbein fixiert. Jetzt haben wir unter dem Auge ein Fett, was genau unter diesem Septum, unter dieser Schicht kommt, haben wir Fett. Wenn jetzt dieses Fett oder die Strukturen hier etwas nachlassen, wölbt sich das Ganze hier so nach vorne und wir haben den klassischen Tränensack, der je nachdem, wie viel man trinkt, wie viel man schläft, entweder mehr ist oder weniger.
Die Patienten kommen und sehen oft gar nicht die Schwellung, sondern sagen nur, sie haben hier so eine Rille. Warum? Weil dort, wo dieser Muskel an dem Knochen festgewachsen ist, dort kann das Fett ja nicht weiter sich ausbreiten und deshalb gibt es hier so eine Delle, die dann von vorne die Patienten sehr stark stört. Oft wünschen sich die Patienten hier Volumen rein, wobei ich da sehr, sehr zurückhaltend bin, weil die Komplikationen extrem hoch sind. Hyaluronsäure kann in dieser dünnen Bereich Knötchenbildung geben, unendliche Schwellungen, sodass ich hier extrem zurückhaltend bin. Am besten ist, wenn hier so ein Tränensack entstanden ist, dass das Fett sich durch diese ganzen Schichten hervorwölbt, dass man hier unter diesen Wimpernkranz einen kleinen Schnitt macht, sich durch die Schichten durchpräpariert, dann dieses überschüssige Fett, was nach vorne gequollen ist, einfach hier entfernt, hier das Septum wieder zunäht, dann hat man wieder ein verkürztes, schönes Unterlid, was homogen in den Knochen übergeht. Gegen diese Verfärbungen, die man am Unterlid hat, aufgrund dessen, dass der Muskel hier durchschimmert, da hilft auch keine Hyaluronsäure, die schimmert dann nur noch blau im Unterlid durch. Nein, da kann man zum Beispiel ganz gut mit Fäden arbeiten. Was bewirken die Fäden? Man gibt pro Seite 10 Stück an Fäden zum Beispiel ein, an PDO-Fäden, die sich unter der Haut auflösen und wie so eine Jalousie beim Auto, wenn man hoch macht, dass die Sonne nicht reinkommt, bildet sich hier eine Kollagenschicht und macht die Schicht dicker, sodass es unter dem Auge nicht mehr ganz so dunkel aussieht. Also dieser Eingriff der Unterlidplastik ist das gleiche wie bei Oberlidplastik, örtliche Betäubung. Man muss nicht nüchtern sein, man kommt und geht am selben Tag nach Hause, kann einen kleinen Dämmerschlaf haben. Der Eingriff ist ein bisschen komplizierter wie der Oberlideingriff und dauert so circa 1 bis 2 Stunden. Und man fällt auch optisch circa 10 Tage aus. Man muss sich wirklich Zeit geben, weil es zu starken Schwellungen kommt, weil es auch zu Verfärbungen, blauen Flecken am Unterlid kommt. Mit Sonnenbrille ist es kein Problem, aber ohne Sonnenbrille ist man optisch 10 Tage außer Gefecht. Nicht körperlich, man hat auch keine großen Schmerzen. Wenn man die Fäden einlegt, um diese Verfärbungen am Unterlid wegzubekommen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie auch 10 Tage einen blauen Fleck haben. Manchmal auf einer Seite, manchmal auf beiden. Die Behandlung ist sehr effektiv, nur die Ausfallzeit optisch ist etwas länger.